56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Hey Leute und herzlich willkommen zum Let's Play zu Kholat, einem Indie-Horror-Abenteuer-Game, was mich mit einer brutalen Grafik und einer Atmosphäre einfach wegflasht. Ich werde auch während des Spiels nicht viel reden und ich hoffe, ihr genießt es genauso wie ich und ich hoffe, es geht unter die Haut. Sieht einfach so geil aus. Und die Musik dazu, es passt einfach.
Jetzt lassen sie uns hier in der Einsamkeit alleine, oder? Oh Gott, die Musik. Ich fühle mich beobachtet. Sieht wohl ganz so aus, dass wir hier rein dürfen. Oh, for fuck's sake. Are you coming to me? Hier sind Fußabdrücke. Schicke Höhle, muss ich sagen. Oh, es ist hell. Was ist das hier? Na, fuck. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Hey, wir haben ein Zelt gefunden. I am right behind you. Hier ist niemand. Also dürfen wir jetzt erforschen, wie diese Studentengruppe hier in den Bergen ums Leben gekommen ist. Soweit ich das jetzt aufgenommen habe. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin eh riesig gespannt auf dieses Spiel. Vor allem, wie viel Jumpscares geben wird. Ich hoffe nicht zu viele. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Das könnte ja... Das könnte ja auch einfach nur ein Horrorspiel sein, in dem man sich vielleicht erschrickt wie Scheiße, aber nicht sterben kann. Okay, was haben wir hier? Überleben. Im T-Schnitt zu laufen. Left Shift ist anstrengend. Passe dein Tempo dem Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und eine sichere Route zurechtlegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Taschenlampe F. M ist die Karte und C ist der Kompass. Schwer zugängliche Feldsteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal an Hindernissen durchkriechen.
Okay. Kann ich mich hier im Zelt ausruhen? Ja. Hier sind wir. Oh Gott, das ist ganz schön viel. Das ist cool gemacht. Schade, dass man die Hände nicht sieht. Das ist wirklich ein bisschen schade, aber... Was bist du? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Okay. Oh shit. What the fuck? Holy shit. Oh! Okay. Cool, anscheinend, wenn wir so eine Notiz finden, kriegen wir die Spur von einem der Leute, die vermisst sind. Fuck, die ist schnell. Oder, ja. Warte auf mich. Welche sind. Wir haben das gefunden, da sind wir nach Süden unterwegs. Wohl gerade nach Norden wohl eher. Nee, Süden. I have chosen you. You are remarkable, just like me. But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss. And there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you.
Was will er mir damit sagen? Fuck, jetzt wird's ja noch dunkel, Alter. Ich glaube, tagsüber sind die Berge hier echt gechillt, aber nachts kommt ja was raus, was wir nicht wollen, dass es da ist. Ich hoffe nicht, ey. Da oben ist ein Radioturm. Oh Gott. Was ist das hier? Welche Götzenbilder? Ich höre doch hier so eine Seite flattern. Oh, wir sind, glaube ich, so weit erstmal richtig. Okay, mysteriöse Lichter über Svobodny. In der Nacht vom 4. und 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagten aus, sie hätten eine grell-orange Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog. Chaotische Bewegung. Das ist natürlich beunruhigend. Oh, ich scheiß mir jedes Mal ein, wenn ich mich umdrehe, weil ich Angst habe, dass jemand da vor mir steht. Dass dann jemand, ja, vor mir steht, der hinter mir stand. Hey, da können wir vielleicht Unterschlupf finden. Oh, hello. Alter, bitte töte mich nicht. Oh, okay. Oh mein Gott, was... Oh fuck. Laufe. Oh shit! Nein! Nein! Ah, fuck. Oh, leck mich am Arsch, ich hab am ganzen Körper Gänsehaut. Oh. Gottes Willen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn man einfach so durch die Gegend kommt. Kann doch keiner wissen, dass da so ein Abgrund kommt, Leute. Ey. So, okay. Ich weiß nicht, sollen wir dann hier weitergehen oder eher nicht? Ich weiß ja nicht, ob die... Also die werden schon böse sein, klar. Aber...
Da ist das ja auch noch, Alter. Da oben scheint irgendwo eine Seite zu flattern. Allerdings bin ich gerade erstmal froh, dass ich lebe. Kann's nicht Tag werden? You have to go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Gut, sind wir hier immer im Kreis gerannt und nu? Weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Wird auf der Map nicht gezeigt, wo wir uns gerade befinden, leider Gottes. Ah, ich glaube, wir sollen zur Kirche. Diese Phänomene, die wir sehen, sind, glaube ich, auch die Erscheinungen, von denen die Leute weggerannt sind. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed this situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Sind wir jetzt hier sicher in der Kirche? Ja! Geil, es ist Tag. Das ist auch ein optimaler Zeitpunkt, um hier zu speichern. Und wir sehen uns dann zum nächsten Teil, wenn wir diese grausamen Berge weiter erkunden gehen. Bis dahin, macht's gut, Leute.